Moin Leif Lü und willkommen zurück bei mir Radbot und einer Runde Sovel. Wir spielen mit den Goatmen, wir spielen auf Stufe 5, das heißt unsere Enemies können sich sammeln. Wir spielen mit den Goatmen Schamanen und ich habe keine Ahnung, ob wir irgendeine Strategie fahren wollen. Nur Minotauren ist natürlich mit dem Minotaurenlord ganz lustig. Wenn wir hier wohl nicht schaffen. Einfach Masse vielleicht? Wir wollen einfach eine Masse an Ziegen. Tja. Die Ibex Warrior sind ziemlich stark, ne? Hatten wir schon mal beim letzten Gefecht. Aber irgendwas, was ein bisschen Punch hat, brauchen wir ja auch, ne? Und wir sind der Schamane. Der kommt wahrscheinlich mit irgendeiner dusseligen Truppe daher. Also, was hat der? Ja, tatsächlich hier mit dem Mongrel Pack. Das sind ja die schwachen, genau, die kleinen Tiermenschen sozusagen. Handwaffe, Schild, Ambusher, die können also weiter vorne positioniert werden. Die haben zwei Handwaffen Frenzy und machen ein bisschen Action. Ah, ich finde die Bilder echt cool. Richtig, richtig schön. Auch der Schamane, top. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Insbesondere da ja, wir gehen hier oben lang wegen den 3 Kämpfen. Shop, Zelt, Elite, Kampf. Oder Shop, Kampf, Elite-Kampf. Aber das können wir uns dann noch angucken. Insbesondere schön wollte ich noch sagen, weil ja die nächsten Updates für Old World angekündigt wurden, fürs alte Warhammer Fantasy Tabletop. Und da ist ja, ich möchte nicht conceden, nein. Und da sind jetzt ja die Tiermenschen, praktischerweise, aber auch die Waldelfen, die ich eigentlich spielen wollte, angekündigt. Und Kartei, was mich sehr überrascht hat. Positiv überrascht, wohlgemerkt. Können wir hier nicht die Optionen einstellen? Nein. Ich habe das Gefühl, dass der Ton ein bisschen laut ist, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Das war auch ein Missklick, ein sogenannter. Jetzt mit dem ganzen Gezocke von Civ und so gar nicht mehr so richtig. Wie geht das Spiel hier nochmal? Okay, wir können. Okay. Wir sind doch in der Flanke, dachte ich. Also wäre es wohl nicht. Super Sache. Ja, naja. Auf jeden Fall, Old World wird von mir gespielt werden, denke ich. Ich muss mal bei mir in der Umgebung gucken, ob es hier einen Club gibt oder so, wo das gespielt wird. Ansonsten war das ziemlich schlecht. Ich verliere um 2 und das zu Recht. Wahnsinnig schlechter erster Kampf. Was ich mir auch angucken möchte, ist Age of Sigmar. Auch ja, ich weiß, ist ein Kackspiel, wissen wir alle. Aber die Cities of Sigmar, ich habe das erste Mal die Modelle mir so richtig angeguckt. Die finde ich sehen schon ganz cool aus. Die stelle ich mir eigentlich ganz hübsch vor, so. Aber mal gucken. Ich weiß, hier gibt es einen Club für 40k. Ich nehme an, dass da auch die anderen Sachen gespielt werden, aber wie viel und wie oft etc. weiß ich natürlich nicht. Schaue ich mal rum. Ich werde mich mal informieren und dann vielleicht einen kleinen Tabletop-Kanal aufmachen oder den hier ein bisschen ums Tabletop-Thema erweitern. Mal schauen, mal schauen. Wir heilen uns hier mal. Wir gucken mal, ne? Man braucht ja auch Zeit für sowas. Gerade Tabletop ist ja ein unangenehmes Hobby, was Zeitaufwand angeht. Kein unangenehmes Hobby im Sinne von, wie viel Spaß das macht. Aber
genug davon. Wir sind ja hier, um Sovel zu spielen. Und das tun wir mit diesen lutzigen Tiermännchen. Hey, habe ich schon mal erwähnt, dass ich auf diesen Schneekarten nichts erkenne? Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, am Rande. Ich hoffe, dass die Minotauren jetzt da in die Flanke fallen, weil sonst ist dieser Angriff hier Haragiri. Ah, geht doch. Ihr rennt da trotzdem mal mit rein. Und ihr macht einen guten Eindruck. Du kannst hier Wildform machen. Du kannst hier weglaufen. Trifft zweimal, wird natürlich alles pariert vom Gegner, wie sich das gehört. Die Minotauren treffen in Runde 1 alles dank ihrem Frenzy. Dürfen sie Attacken wiederholen in der ersten Nahkampfphase. Die Rüstung hält magischerweise auch. Und damit ciao Kakao, ihr lieben Orkkrieger. Die rennen da mal mit rein. Der Rest versucht hier eine Falle für die Reiter zu bauen. Wie auch immer eine der so gestaltete Falle aussehen mag. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, du kannst hier nochmal Wildform zaubern. Die Attacken sind besser als 2. Zusätzlich zu der Power, was bringt das noch? 2 Attacken und Power auf jeden Fall. So, die sind weg, aber das hat hier nicht so viel Auswirkung gehabt wie erwartet. So, es gibt noch eine Defense mehr. Ist ein bisschen lahm, die ganze Zeit den Gegner davon zu laufen, aber ist halt auch die beste Strategie, weil soll ich die angreifen lassen, ist ja auch irgendwie Quatsch. Dann warten wir jetzt einfach ab, bis sie langsam fliehen. Dass sich irgendwie bis hierhin bewegen. Trotzdem Frontalangriff, denke ich mal. Wir machen das jetzt einfach nur, weil wir keine Lust haben, hier die ganze Zeit hin und her zu laufen. Wir hätten natürlich jetzt auch weiter weg gehen können, bis das hier rausläuft. Ach, die kommen schon wieder nicht in die Flanke. Gibt's ja nicht. Ja. Dann dürfen die Goatman Warrior jetzt nochmal prügeln. Sterben nochmal 3, sehr gut. Wir verlieren um einen. Die fliehen sogar. Das war ein äußerst lohnenswerter Angriff noch. War egal. So, was könnt ihr denn? Ihr kriegt einen Random Stat. Ein Skill mehr, okay. Ihr kriegt auf jeden Fall ein Skill mehr. Bringt euch gar nicht so viel, weil ihr eure Angriffe alle wiederholt, ne? Na, jetzt treffen sie auch Elfen etc. auf 3 mit einer 4er, mit der 5er Skill. Das macht die ganze Sache ein bisschen sicherer. Wir prügeln uns mit Zombies und Gesocks. Okay, hier sind ein paar Hundis. Nö, die kommen noch nicht ran. Wir haben keine Charge. Ja, wir hätten da reinchargen können, aber was soll es bringen?
Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie klappen soll. Okay, ihr könnt die Huntis angreifen. Ihr könnt die Zombies angreifen. Und ihr könnt die Skelette angreifen. Optimal ist das jetzt nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Aber ich hoffe mal, dass Minotauren hier die Skelette einigermaßen umbringen, dass die jetzt die Wölfe hier auseinandernehmen. Aber hoffen kann man ja zumindest. Kann ich näher ranzoomen leider. Ich würde gerne nochmal einen Namen sehen, die Zombies hier. Hier 2 Zombies sterben. Aber wir haben hier schon die zweite Reihe angeknackst. Okay, nur noch 4 Zombies, das war gut. Da müssten jetzt ein paar sterben. Soll keine von meinen sterben im Idealfall. Nicht so sehr ideal, sage ich mal. Du kannst hier Wildform machen nochmal. Also die Zombies wenigstens relativ sicher kaputt. Sagen, die Hunde werdet ihr wohl auch schaffen, allerdings nicht ohne immense Verluste. Die Zombies sind Geschichte, aber auch da verlieren wir nochmal 2 Goatmen. Oder Mongrels. Oh, wir verlieren hier fast noch eine Minotauren. Das wäre jetzt echt ätzend gewesen. So war es nicht gut, aber okayisch. Wie man so schön sagt. Nur einer von wieder. Der kommt gar nicht wieder. Ja, wir brauchen auf jeden Fall höheres Level. Und ihr braucht plus 1 Power. Das ist ein guter Stat. Den können wir nehmen. Wir nehmen weitere Minotauren. Die kriegen auch einen zusätzlichen Stat. Ihr könnt schwere Rüstung kriegen. Das kriegt ihr auch mal. Und du kriegst noch den Schattenblitz. Und ihr kriegt nochmal einen Movement Speed mehr. Dann haben wir noch ein Gold. Ein Gold ist nicht so viel, ne? Jetzt haben wir aber Minotauren an allen Ecken und Enden. Das gefällt mir. Was spielen wir gegen Goblin War Party? Haben die wahrscheinlich irgendwo Bogenschützen stehen? Ne, die haben einfach nur 100 Wolfsreiter ungefähr. Nicht zwingend besser ist, aber... Okay, du kannst da tatsächlich drauf Schatten blitzen. Das ist natürlich noch nett. Tötest sogar einen von denen, die jetzt wahrscheinlich dich angreifen werden. Okay, wir können auch nicht durch den Wald gucken. Dann rennt man dahin. Hier rennt man dahin. Ihr könnt die Goats angreifen. Ja, und ihr werdet wohl die Trolle angreifen müssen. Sonst greifen die euch nämlich an. Dann machst du die Wildform an, um der Hoffnung, diese Wolfsreiter zu schnabulieren. Ich hätte gerne, dass ihr
nicht so doof laufen müsst. Müsst ihr aber wohl. Dann lauft da halt frontal rein irgendwie. Na gut. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr blöd. Hier gewinnen wir um ein bisschen. Reicht auch, um die Wolfsreiter in die Flucht zu schlagen. Das war gut. Das war sehr gut. Wir gewinnen um 2. Reicht es, um Trolle zu verjagen? Reicht, um Trolle zu verjagen? Aber, was wir nicht vergessen dürfen, wir spielen ja auf dem Schwierigkeitsgrad, wo die Gegner sich wieder sammeln können. Die Tauren können, glaube ich, nicht wegrennen. Das ist das Problem. Okay, die Trolle haben sich jedenfalls nicht gesammelt. Ich fürchte, dass meine Minotauren hier gleich wegrennen werden. Tötet 2 Wolfsreiter, das war gut. Ja, das ist nicht gut. Das ist sogar einigermaßen schlecht, weil die jetzt komplett auseinandergekloppt werden. Du kannst den Schattenblitz auf nichts zaubern hier. Ach, wenn ihr gleich weg seid, dann... Okay, das war nicht so gut. Das war ziemlich gut. Bleibt sogar stehen, was wiederum nicht so gut ist, aber... Wäre mir lieber gewesen, wenn ihr weggerannt wärt. Die Goblins machen noch einen Schaden. Oder kriegen noch einen Schaden. Geht, meine Truppe rennt weg. Ja, da sterben natürlich noch ein paar. Wir gewinnen allerdings um 2. Reicht aber nicht. Und die Wolfsreiter meinen, da angreifen zu müssen. Dann zerlegen die da jetzt wohl meine Truppe. Meine Goatman Warrior. Die Minotauren haben auf jeden Fall gar keinen Bock auf die Goblins hier. Okay, die sind Moose. Weiß auch nicht. Ja, rennt da mal rein. Mit einem Minotauren sind die auch relativ manövrierfreudig. Nicht gedacht, dass die Goblin Wolfsreiter so Probleme machen würden. Weil man die einfach wegzaubern kann. Aber naja. Okay, jetzt fliehen die. Das war aber eine sehr, sehr teure Runde. Sehr, sehr teuer. Überhaupt nicht gut. Sozusagen katastrophal. Ja, ihr braucht neue Leute, ihr braucht neue Leute, ihr braucht neue Leute. Den Geld nehmen wir trotzdem noch mit.
Dann ab in diesen Kampf. Eine Banditengang. Haben die Kanonen? Weiß man nicht. Haben die Ritter? Weiß man nicht. Ja, von allem was. Hier ist auch keine Deckung. Auch wenn das Wäldchen hier vielversprechend aussieht. Hier gibt es keine Deckung. Oh, und da nochmal ein Schattenblitz drauf. Tötest sogar einen, das ist gut. Wäre relativ gut, wenn die Minotauren hier nicht angegriffen werden würden. Leider kriegen wir das nicht hin. Kommen da wohl nicht ran, nehme ich an. Nee. Oh, was wir machen? Rennt in mich rein. Dann können wir hier Wildform benutzen. Ehrlich können die sich nicht mehr unendlich weit weg bewegen. Ja, ich kann das Spiel nicht, dass das gleich wieder irgendwie sagt, du kannst dich da nicht verstecken, du kannst da nicht mehr lang, bla bla bla, irgendwie sowas. Okay, wir gewinnen um 3. Damit sind die weg und der Weg ist frei in die Ritter rein. Du rennst da rein. Ich will gar nicht, dass die damit angreifen, glaube ich. Okay, die Kollegen haben sich gesammelt. Ja, Wildform ist hier, denke ich, angebracht. Ein Treffer, aber wenigstens verwundet. Wir gewinnen um 4. Das reicht, um da die Flucht zu starten. Ja. Laufen alle ein bisschen in die falsche Richtung, um nicht zu sagen in die richtige Richtung. Peng, peng. Schattenblitz. Vielleicht reicht es, um die alle zu töten, aber dann dürften die keinen Wurf schaffen. Leider schaffen sie einen. Okay, das ist eine nette Idee, aber nicht funktionsfähig. Alles nette Ideen, die nicht so gut funktionieren. Okay, die haben sich gesammelt.
Keine Ahnung, ob die mich jetzt angreifen können. Ich fürchte fast, dass sie es können. Oh, die dürfen auch ordentlich zurückhauen. Der letzte Ritter sammelt sich da tatsächlich noch. Okay, er ist tot. Müssen wir diesen Blob noch zerstören. Überlebt einer. Vielleicht reicht es ja, um die Knights zu töten. Ja, er schafft alle Würfe. Sehr gut gemacht. Ich hätte fast, der kann da wieder die eine Flanke sehen, aber dann ist das eben so. Ja, greift er mal an. Nee. War tatsächlich nicht. Sehr gut. Der ganze Haufen wird ja wohl einen Schaden an dem Knight da machen. Ja gut, der Schamane tötet ihn einfach. Ohne Waffen und irgendwas. Haut ihn einfach um. Na super, er gewinnt um einen, das ist ja noch nicht so viel. Dann könnte es jetzt etwas schmerzhaft für euch werden. Der Rest kommt nicht rein, das heißt, die Minotauren sind da nur drin, um den Kampf nicht komplett zu verlieren. Wobei auch da die Ausbeute nicht sagenumwoben war, nicht überragend, aber ausreichend. Wir kriegen ein paar Level-Ups. 5 Power Grund. Kriegt ihr einen guten Skill. Den hätte ihr jetzt nicht gebraucht. Die Goatmen kriegen nochmal mehr Leute. Ihr kriegt mehr Leute, ihr nehmt Geld, ihr nehmt Geld. Und dann auf in den Elite-Kampf. Undrik Envolheit, der hat doch manchmal so ein Kanönchen dabei, so ab und zu mal. Der hat auf jeden Fall Armbruststützen dabei und in der Regel Slayer. Oder beides nicht, da war da unendlich viel Deep Guards dabei, das ist ja auch immer nett. Sind ja immer nur so ein bisschen OP. Und die kommen ganz schön nah. Töten sogar eine. Oh. Dann schießt du auch auf die Truppe hier. Hm. Die kamen gar nicht ran. Ah, das ist natürlich ein bisschen doof.
Ja, du solltest Wildform haben. 5 Power, dann haben die nur eine 4er Rüstung. Hält natürlich trotzdem alle 4, ist klar. Okay, unentschieden ist okay. Und 2 gewinnen ist okay, ja. Du kannst dich mit den Handgunnern befassen, du kannst dich mit denen befassen. Der Rest ist möglicherweise einfach auch glücklich, so wie er ist. Na, wir treffen nicht, das ist immer schlecht. Okay, tötet noch einen, aber einer reicht natürlich nicht unbedingt. Die Truppe hier tötet keinen. Okay, wir gewinnen um einen, das wird wohl auch nicht reichen. Oh, das reicht. Okay, die lutschen den ganzen Trupp auf. Ich habe die Hoffnung, dass die jetzt seine Fähigkeit benutzt. Ich meine, die sind tot. Da brauchen wir nicht viel drüber reden, aber das ist quasi ein Opfer, das ich gerne bereit bin in Kauf zu nehmen. Ich opfere gerne die Leiber meiner Ziegenmenschen. Okay, wieder 1:1 ausgegangen. Wenn ihr überlebt, umso besser. Wenn ihr jetzt gleich tot seid und wegrennt, ihr könntet wenigstens einen Rüstungswurf schaffen. Also ich wollte euch opfern, ihr müsst aber jetzt, ne? Ihr müsst auch nicht aufgeben. Du hüpfst damit rein. Du rennst da in den Rücken. So, ich kann versuchen, die zu sammeln. Nicht. So nicht. Wieder einen getötet. Ist auch ein Elite-Kampf, ne? Das hat auch eine Bedeutung, dass das ein Elite-Kampf ist. So, die Iron Guards sind tot. Da sterben 9. Natürlich weiter. Brauchen ja auch nicht weiter irgendwas machen, der kann ruhig wegrennen. Okay, ihr habt jetzt auch aufgegeben. Aber ihr flieht nicht. Ihr lauft nicht weg. Der Schaman in eurer Mitte scheint euch Hoffnung zu geben. Und es reicht, um diesen Elite-Kampf zu gewinnen, auch wenn er... Ne? War nicht ganz einfach. Die Minotauren sind schon auch das, was hier den entscheidenden Unterschied macht. Geht Attacke mehr. Ihr kriegt... Er kriegt mehr Leute, ne? Natürlich cool, wenn man irgendwie seine Einheiten opfern könnte oder sowas. Oh, kriegt eine Wunde mehr. Oh, dann den Kampf noch. Mal ziemlich viele Kämpfe im ersten Akt. Ja, finde ich immer eigentlich ganz gut. Haben wir Orc Raider. War Rider ohne Ende. Dann schießt doch dem mal ein paar Blitze in Popo. Oh, das fanden die Schweine jetzt nicht so schlimm.
jetzt nicht so richtig wehgetan. Es tut mir leid. Aber es bleibt wohl nichts anderes übrig, als dass ihr da... Müsst da leider frontal reinrennen, weil sonst rennen die den anderen einfach in die Flanke. Damit ist dann ja auch keinem geholfen. Na gut, wenn das der kleine Trupp die angreifen will, bin ich da eigentlich ganz glücklich mit. Kleinen Ork-Trupp, den kriege ich besser kaputt gekloppt als den großen. Besten wäre natürlich, wenn ihr die Wildschweinreiter umgebracht kriegt. Gelingt euch sogar ganz gut. Euch gelingt das fast genauso gut. Ja, wir haben ja eine Attacke mehr, stimmt. Okay, das ist ein Unentschieden, damit kann ich leben. Wichtig ist, dass die Minotauren jetzt den großen Block da auseinandernehmen können. Kriegen wir tatsächlich, kriegen jetzt auch leichte Kavallerie und so ziemlich wichtige Rolle, indem sie die ganzen versprengten Truppen auseinandernehmen können. Das ist die leichte Kavallerie ja wirklich auch die Streitwegen und so einfach nur dafür da, um den Gegner in die Flanke zu fallen. Jetzt haben die noch eine ganz neue Aufgabe. Oder so Bogenschützen-Kavallerie und sowas. Finde ich ganz cool, wenn die Gegner nicht fliehen können. Okay, wir gewinnen diesen Kampf um 14. Auch ganz cool. Du in den Trupp. Du in den Trupp. Du in den Trupp. Du schießt auf die Schweinchen. Ja, kriegen sogar eins erlegt. Ja, ich würde nochmal 1,5 Schweine und dann rennen die weg. Was der Hauptsinn des Angriffs war. Okay, das war nicht so gut. Das war gar nicht so gut. Hier werdet ihr wohl 2 Orks erschlagen. Wenig überraschend, greifen wir da natürlich an. Der Rest meines Teams macht nichts. Die können sich entspannen. Und damit haben wir auch diese Orks aus den Wäldern vertrieben. Sehr gut gemacht. Wir müssen unsere Truppen regenerieren. Und hier kommt der neue Shop. Tauren. Wir nehmen uns noch einen Anführer mit. Die kriegen auch noch mehr Leute. Shroud gibt uns allen Cover. Im zweiten Akt haben wir das Problem, dass wir häufiger mal gegen beschusslastige Armeen kämpfen müssen. Also es gibt uns auch nicht allen Cover, es gibt uns nur, wenn es aufgewertet ist, allen Cover. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir das aufwerten
können im Laufe des Spiels. Wir haben eine Banditengang. Guck mal. Commander's Retinue deploys with ambush. Ja, guck, wir sind Raider. Wäre natürlich gut, wenn wir jetzt Beschuss hätten oder sowas, aber ey, come on. Immer besser haben als brauchen. Ich kann das jetzt Shroud auf deine Truppe casten. Aber du hast eh schon Cover, weil du im Wald stehst. Also bewegen wir erstmal die anderen Truppenteile. Ja. Einfach nur stumpf vorwärts bewegen ist vielleicht gar nicht so gut. Ja, trifft einer, aber die töten immerhin den armen Trupp. Warcry bringt alle ein Power mehr in dem Zug. Das heißt, jetzt wäre ein guter Zug dafür. Der Blob macht nicht so viel. Wildform. Unser Schamane castet seine Wildform. Mit 5 Attacken macht er trotzdem nicht viel, leider. Okay, es stirbt aber nur einer. Das ist schon okay. Die Truppe haut da noch ordentlich mit rein. Da kann man jetzt nicht meckern. Töten 8 Speerkämpfer. Auch da kann man eigentlich nicht meckern. Prügelt da weiter drauf. Hier geht in die Handgunner. Okay, du kannst offensichtlich nicht fliehen. Dann kannst du wohl nicht fliehen. Hm. Keine Ahnung, ob Wildform hier funktioniert. Offensichtlich nicht. Ich bin nur um 2, das ist natürlich nicht besonders viel. Da habe ich mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Da hätte ich die Minotauren dann noch hinterher schicken sollen. Kannst du abhaken? Brauchen hier, glaube ich, keinen Shroud casten. Es gibt nichts, was auf uns schießt. Wir sind alle im Nahkampf. Oh, der haut einen um. Wir haben Great Weapons. Ja. Nachdem die hatten eine Baden. Ist wohl nicht so.
Ja, hau die auseinander. Die können dahin gehen. Die können hier hingehen. Die brauchen gar nicht weitergehen. Ja, Schamane macht wieder einen Schaden. Stirbt wieder einer. Wir lutschen die auf mit den Minotauren. Die machen auch langsam, was sie sollen. Wir gewinnen um 4. Das zweite Mal hintereinander. Egal, es hat gereicht. Aber das waren zähe Schweine. So, ihr braucht neue Leute, ihr braucht neue Leute. Ihr kriegt neue Leute. Und der Minotaurus kriegt eine neue Truppe. Schauen wir mal, ob die auch alle vernünftig groß sind. Ja, alle nochmal regimentbreiter werden. Und jetzt ab in das Finale der heutigen Episode gegen Untote. Natürlich immer ein bisschen wenig Spaß. Ja, wir machen natürlich nicht den ersten Zug. Wäre natürlich gut, wenn der Schamane da hinten stünde. In Schatten blitzen wir jetzt halt ein paar Skelettkrieger. Das ist nicht das beste Ziel, aber kein Ziel wäre wohl noch schlechter. Ja, ich komme halt an den Gegner nicht ran. Überraschenderweise ist Kavallerie immer noch schneller als keine Kavallerie. Oh, oh. Warcry für die benutzen. Ja. Die Skelettkrieger werden auch noch angeblitzt. Gibt immer einer. Ja, der bleibt genau so stehen. Ja, ist wahrscheinlich zu weit weg. Dass wenn die jetzt gleich die Wölfe auseinandergenommen haben, dass die dann da reinrennen können. Das ist zu weit weg, fürchte ich. Okay, er hat seinen Schaden gemacht. Stirbt einer. Wir gewinnen um 3, aber das ist natürlich nicht so besonders viel. Wild Form, please.
einen wieder umgebracht. Um einen gewonnen, das reichte glücklicherweise gegen Untote, aber eine 1 natürlich dann auch nicht so viel. Da wäre mehr natürlich besser. Auch hier ist die 1 nicht so viel, da wäre mehr natürlich besser. Kann man sagen, einer reicht. Na, die 4er Rüstungswürfel, das ist nicht so mein Steckenpferd. Okay, die rennen damit rein, das ist gut. Mal Wildform machen. Ein paar zusätzliche Attacken. Natürlich ganz gut gegen die Skelette. Schade. Schade. Ihr müsstet mal einen Rüstungswurf schaffen irgendwie. Das wäre ganz cool. So ein genereller Hinweis für die ganze Armee eigentlich. Rüstungswürfe kann man schaffen. Man muss nur ganz fest an sich glauben. Okay, der Nahkampf ist auch gewonnen. Allerdings, wenn da jetzt die Minotauren gleich reinrennen, ist sowieso finito. Wie war das mit den Rüstungswürfen, meine Lieben? Haben wir da nicht gerade drüber gesprochen? Wenn Minotauren da reinrennen, ich meine, okay. Die haben natürlich das... Dann sterben da welche von, dann ist das blöd, aber... Okay. Lebt immer noch ein Knight. Ist sehr gut. So, und jetzt räumt ihr da mal auf. Haben mehr Attacken, wäre ganz nett. Ja, es stirbt immerhin keiner, das ist schon mal gut. Okay, die geben diese Runde auf. Dann machen wir auch nicht weiter was. Ich fürchte, dass hier noch ein paar Leute sterben werden, aber dann ist das eben so. Wie zum Beispiel trotz 5er Hose. Ah, da steht natürlich auch noch der Minotaure. Aber dafür haben wir den Akt 1 jetzt abgeschlossen. Das ist doch auch gut. Wir haben hier einen Haufen Level-Ups. Wir regenerieren noch ein paar Leute links und rechts. Ihr kriegt, ja, wenn ich mich so frage, kriegt ihr halt eine Wound mehr. Habt ihr halt 5. Relativ beefy. Ja gut. Mehr Level für Rekruten. 24 reicht, denke ich. Werden ja eh nie voll. Das 2 Move Speed zu allen Units. So, okay. 5er Skill ist, glaube ich, besser. Okay, es kommen nur 3 Warrior wieder. Natürlich ein bisschen blöd. Naja, Freunde. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und Zuhören. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Lasst ein Like da, einen Kommentar. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.